Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Das historische Kranichhaus im Tiergarten Schönbrunn, das viele noch als Haus der Schrecken kennen werden, hat eine neue Bestimmung bekommen. Und dort treffen wir auch heute auf Tiere, die treue Follower unseres Kanals sehr gut kennen. Im Frühjahr 2025 haben wir eben dieses Artenschutzhaus eröffnet. Wir wollten endlich mal unsere alle beschlagnahmten Tiere, die so bei uns ankommen vom Zoll, einmal herzeigen, weil wir die größtenteils nur Backstage hatten und jetzt ist mit diesem Haus die Möglichkeit gegeben, die einmal herzuzeigen, was da dahinter steht. Deswegen ist dieses Haus auch so flughafenmäßig gestaltet, also mit dem Eingangsbereich, wo man seine Koffer abholt sozusagen und mit dem Flugfeld. Also ist recht nett gestaltet. Da haben wir jetzt zum Beispiel eine Vitrine, wo der Zoll und das Naturhistorische Museum einige Sachen ausgestellt haben, was die Leute so alles mitbringen aus dem Urlaub. Teils leider aus Unwissenheit, teils vielleicht auch bewusst. Da sind schon Sachen dabei, die sehr zu denken geben, muss ich sagen. Also für uns war am interessantesten im Endeffekt diese Pralinenschachteln, die komplett professionell wieder verpackt waren und eingeschweißt waren. Und da waren Eier drin von Papageien. Also Papageien zeigen wir hier nicht, das ist eigentlich ein Terroristikbereich. Und das zweite, was war, in diesen kleinen Dosen waren überall eben diese ganzen Chamäleons drinnen, diese ganzen Bergchamäleons drinnen, wo dann relativ viele gekommen sind, wo wir sehr viel Arbeit reingesteckt haben dann. Wir haben Gott sei Dank sehr, sehr viele schon nachziehen können. Bei ein paar Arten ist noch sehr schwierig, da gibt es auch relativ wenig Informationen dazu. Das ist für uns Tierpfleger natürlich immer total spannend, solche Arten zu pflegen und auch zu züchten, weil man einfach ein bisschen Forschungsarbeit im Endeffekt betreiben muss und das ist für uns ja recht spannend. Da haben wir jetzt am Anfang vor allem die ganzen Chamäleonarten, die da damals gekommen sind, die wir wie gesagt schon teilweise nachgezogen haben, also sind größtenteils schon Nachzuchten. Wir arbeiten bei einigen Arten jetzt daran, die nächste Generation zu schaffen, also von diesen Nachzuchttieren die nächste Generation zu schaffen, also wo kein Wildtier mehr dabei ist quasi. Und das ist relativ schwierig. Was sehr interessant ist, denen taugt das der Herinnen eigentlich relativ gut in dem Haus. Eine Art ist ein bisschen sensibel, alle anderen zeigen sich eigentlich recht schön, muss man sagen. Diese Räume sind alle hermetisch abgeriegelt und wir haben dahinter auch Klimaanlagen, weil diese Chamäleons sind eben Bergchamäleons und brauchen 10 bis 25 Grad maximal. Also man glaubt immer, Chamäleons, das sind Exoten, die brauchen mindestens 40 Grad. So ist das nicht. Die kommen eben in Tansania, in diesem großen Bergmassiv vor, wo es eben sehr kühl ist. Man glaubt auch immer, Afrika, da muss immer heiß sein, das ist es nicht. Also in diesem Bergmassiv ist wirklich eigentlich permanent sehr kühl. Manchmal kriegt schon an die 30 Grad, aber so zwischen 10 und 25 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit. Und das schaffen wir dann drinnen eben in diesem Raum mit Klimaanlagen, weil das Heizen der Terrarien ist meist nicht das Problem, denn meistens ist das Problem, dass eben dann in der Nacht kühl werden muss. Auch viele Arten brauchen eigentlich eine kühle Nacht, wie wir genauso schlecht schlafen, wenn wir keine kühle Nacht haben, ist es bei den Tieren genauso. Und das ist oft ein Problem in der Terroristik, dass die Terrarien zwar unter Tag schön aufgeheizt werden, aber in der Nacht einfach die Nachtabsenkung nicht vorhanden ist. Das schaffen wir hier in dem Haus mit Klimaanlagen und die funktionieren im Moment sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also die können wir auch sehr gut einstellen. Es ist ja so, ein Terrarium zum Beispiel, das kühlt ja relativ langsam ab. Aber in der Natur ist es halt oft so, wenn die Sonne weg ist, wird es kalt, vor allem im Berg. Wer öfters auf den Bergen ist, weiß, sobald die Sonne weg ist, wird es kalt.
Und das kann man halt im Terrarium schwer nachvollziehen, außer man hat eben Klimaanlagen. Und so funktioniert das eigentlich recht gut, muss man sagen. Wir wollten mit dem Haus natürlich zeigen, wie es so Backstage im Endeffekt ausschaut oder in einer Auffangsituation, wenn die Tiere vom Zoll kommen und wir sie ad hoc, also relativ schnell gut unterbringen müssen mit den Bedingungen, die sie brauchen. Und da muss man halt Backstage anders arbeiten, wie man in einem Schaubetrieb arbeitet. In einem Schaubetrieb wollen die Leute natürlich ein schönes Terrarium sehen, das den Lebensraum darstellt, aber Backstage muss es halt relativ leicht zu pflegen sein, es muss hygienisch sein und deswegen ist es relativ puristisch im Endeffekt eingerichtet mit so Plastikpflanzen und Ästen, einfachen Ästen. Wir haben nur am Bodengrund relativ stark mit Moos und Pinienrinder gearbeitet, weil das antibakteriell wirkt, damit wir keinen Schimmel bekommen und so. Und das hält auch die Feuchtigkeit recht gut und man kann es schnell austauschen. Die Plastikpflanzen schauen zwar jetzt für uns nicht so schön aus, aber den Tieren ist es eigentlich relativ egal. Ich meine, natürliche Pflanzen schaffen natürlich ein besseres Klima im Terrarium selbst, aber die Plastikpflanzen kann man halt gut abwaschen und kann man schnell austauschen, wenn sie kaputt sind, was bei natürlichen Pflanzen dann manchmal ein bisschen schwierig ist. Ja, besonders spannend ist zum Beispiel dieses Rhampholion acaminatus, also ist eine Gura-Zwergchamäleon. Das kommt eben auf einen Hang in Tansania vor, in diesem Bergmassiv, über einem kleinen Ort. Ubiri heißt der, glaube ich, der Ort. Das ist ein ganz kleiner Ort und nur auf dem Berghang ober diesem Ort kommt diese Art vor. Hat also ein sehr, sehr kleines Verbreitungsgebiet. Und das ist extrem für uns eine ziemliche Herausforderung. Die Weibchen sind schon trächtig gekommen, haben dann ca. 200 bis 300 Eier abgelegt. Wir haben so ca. 200 Tiere aufziehen können. Aber jetzt die nächste Generation zu schaffen, ist unsere große Challenge, weil von den Nachzuchttieren dann die in die richtige Stimmung zu bringen, dass sie sich paaren und auch befruchtete Eier ablegen, ist im Moment sehr schwierig. Das wäre natürlich für die Art sehr, sehr wichtig, weil sie natürlich ganz hoch gefährdet sind durch dieses kleine Verbreitungsgebiet. Die sind wirklich sehr, sehr spannend und eine ziemliche Herausforderung, muss man sagen. Also die zweite sehr spannende Art ist auch eine sehr kleine Art, das sind diese Rhipiellum casteni, Entschuldigung, wenn ich das so schlecht ausspreche, das ist immer recht schwierig. Die züchten wir sehr gut nach, also da haben wir schon sehr viel Nachzuchten davon. Leider noch nicht die zweite Generation, also noch nicht die F2-Generation, aber wir haben ein paar Eier liegen, die sehr gut ausschauen von einem Nachzuchtweibchen, also schaut auch ganz gut aus bei dieser Art. Und die sind wirklich auch sehr, sehr spannend und das sieht man in Europa eigentlich überhaupt nicht oder fast gar nicht, aber wir haben es inzwischen recht gut nachgezogen, muss ich sagen, funktioniert im Moment sehr gut, sind sehr gut getarnt, oft sehen die Leute die nicht. Und wenn ich dann hinten füttern gehe und sie tränke, also ich tränke sie schon noch ab und zu, dann werden sie erst entdeckt von den Leuten. Das ist immer recht spannend zu beobachten, weil wir haben hinten die Tür quasi, wo wir die Terrarien aufmachen. Und da sehen wir die Leute, wie die darauf reagieren, wenn sie es dann entdeckt haben und so. Das ist manchmal recht lustig zu beobachten, muss man sagen, wenn die Leute dann endlich die Tiere entdeckt haben, weil sie wirklich manchmal sehr schwer zu sehen sind. Also ich tue mir auch manchmal sehr schwer. Heute gerade wieder beim Füttern sitzt einer genau vor meinem Auge und ich suche und finde es nicht und dann schaue ich kurz weg und mein Auge ist quasi in eine andere Ebene fokussiert und plötzlich sitzt es vor meiner Nase und ich habe es vorher 5 Minuten gesucht. Das ist wirklich sehr schwierig und das ist bei der Art auch sehr spannend, die Leute zu beobachten, wie sie die Tiere dann finden. Das ist jetzt Backstage quasi, also von hinten, wie die Terrarien gestaltet sind. Wir haben das Problem, dass Chamäleons eben sehr viel Luft brauchen. Deswegen haben wir da Gase überall auf allen Seiten quasi, dass das recht luftig ist.
Ist halt mit Glasterrarien sehr schwer zu bewerkstelligen, deswegen haben wir da diese Platten verwendet und hat sich eigentlich sehr bewährt, muss man sagen. Wir können die Terrarien alle wegschieben, die sind alle auf Rollen. Das heißt, man kann da ein bisschen variieren sozusagen. Außerdem müssen wir die Frontscheibe auch putzen können und so weiter. Also so hat sich das eigentlich recht bewährt, muss man sagen. Und die wurden eigentlich von hinten recht gut gestaltet. Der einzige Nachteil ist, dass man jetzt nicht reinschauen kann, wo das Tier sitzt, aber bei Chamäleons ist das eigentlich kein großes Problem. Man kann die relativ leicht aufmachen, sind mit einem Magnet. Also das ist recht spannend. Und so sieht man dann von hinten auf die Besucher raus. Und die Chamäleons werden von beiden Seiten betrachtet. Also wir können gerne auch einmal eins rausnehmen, wenn ihr wollt. Das ist ein sehr zugängliches, das ist ein Kinyonge Amachi. Ja, komm her. Die sind eigentlich recht gut an uns gewöhnt. Das ist eben ein Nachzuchtweibchen von einem beschlagnahmten Chamäleon. Das Gelege, das sich gut entwickelt hat, da sind nur lauter Weibchen rausgekommen. Bei den Chamäleons weiß man ja auch, dass das nach der Temperatur geht und wir haben ja nicht gewusst, wie man die Eier inkubiert. Deswegen haben wir halt bei relativ gleichen Temperaturen die Gelege gehabt. Und bei der Art war es leider so, dass wir eben nur Nachzuchtweibchen haben scheinbar. Und wir gerade auf der Suche nach einem Männchen sind. Aber die leben ein bisschen länger, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir hoffen, dass wir ein Männchen finden für die Nachzuchtweibchen. Aber die sind sehr zugänglich und sehr ruhig eigentlich und fühlen sich da durch die Klimaanlagen und durch die Belüftung recht wohl eigentlich. Da haben wir die Rauschwappenpythons, die aus Australien stammen, auch relativ selten, aber inzwischen recht gut gezüchtet. Viele Nachzuchten in vielen europäischen Zoos sind auch von uns, weil wir die als erstes in Europa nachgezogen haben. Sonst waren sie nur in Australien und sind auch eine sehr spannende Art. Also sie sind sehr schnell, haben eine große Reichweite und auch sehr spitze, lange Zähne. Also mit Vorsicht zu genießen, aber prinzipiell sind sie sehr umgänglich. Und bei uns ziehen sie sehr, sehr gut nach. Eigentlich wäre jetzt die Zeit, wo sie Eier ablegen, aber immer wenn sie so ein bisschen umgesetzt werden, und wir haben sie im Frühjahr, wie gesagt, in das Haus umgesetzt, dann braucht es manchmal ein Jahr, bis sie wieder Gelege machen, aber sie fühlen sich da drin eigentlich recht wohl. Also wir sind guter Hoffnung, dass wir nächstes Jahr wieder Nachzuchten haben. Wir haben auch relativ viel Nachzuchten davon, also es ist jetzt nicht mehr unbedingt notwendig, dass die jedes Jahr ziehen. Ja, da haben unsere Bambusottern von den Philippinen, kamen auch aus einer Beschlagnahme. Da sind auch relativ viele Schlangen auf einmal gekommen, da war eben auch diese Art dabei. Die haben wir leider noch nicht geschafft nachzuziehen, muss man sagen. Wir hatten auch nur Weibchen und keine Männchen dazu. Inzwischen haben wir aus Zagreb ein Männchen bekommen und sind der Hoffnung, dass wir die jetzt dann auch bald nachziehen können. Von denen wusste man auch relativ wenig und die wurden in Privathand auch schon sehr oft gehalten, aber haben meistens nicht lange überlebt. Wir glauben, dass es eventuell daran liegt, dass das falsche Futter angeboten wird, weil die halt an Wasserfällen scheinbar vorkommen. Die brauchen halt extrem viel Wasser, auch bewegtes Wasser. Also wir gießen die zweimal am Tag wirklich für eine halbe Stunde, tun wir da reinsprühen. Die nehmen relativ viel Wasser auf, weil sie eben an Wasserfällen wohnen. Und da kommt man halt eher selten zu Mäusen oder Ratten, die die Leute halt anbieten dann als Futter. Wir füttern sie hauptsächlich mit Fröschen. Das dürfte eher das adäquate Futter sein. Seit wir das füttern, eigentlich geht es ihnen recht gut und wir haben die recht lange schon. Und wie gesagt, mit den Männchen, was wir jetzt bekommen haben, hoffen wir, dass wir dann bald nachziehen können. Also die Tiere sind halt eher nachtaktiv, deswegen bewegen sie sich auch relativ wenig und liegen so recht malerisch herum im Endeffekt. Ja, wir arbeiten auch mit dem Zoll zusammen und vor allem speziell mit den Zollhunden, die am Flughafen eben trainiert werden, um Reptilien zu finden in den Koffern. Also die bekommen von uns diverse Gegenstände, die natürlich nach Reptilien riechen, aber auch Papageien zum Beispiel, Federn oder so, oder Reptilienhäute, die holen sie sich regelmäßig von uns, die Zollhunde, also die
Besitzer der Zollhunde und mit denen trainieren sie dann. Und die finden am Flughafen schon relativ viele Sachen und sind da sehr fit, was das betrifft, sind auch regelmäßig bei uns zu irgendwelchen Events, vielleicht kleine Vorführungen machen. Also es ist immer ein ziemliches Highlight, wenn die bei unseren Events eine Schlange oder ein Reptil finden. Also wir geben den Zollbeamten dann immer eine Schildkröte meistens oder eine Schlange. Die packen es dann in einen Koffer hinein und dann suchen sie es. Also es ist immer recht lustig zuzuschauen für die Besucher, wie die Hunde das finden, wie die das spielerisch dann schaffen. Die Zusammenarbeit mit den Zollhunden funktioniert schon sehr, sehr lange und sehr erfolgreich, muss man sagen. Ja, da haben wir eine sehr nette Spielerei, die recht gut funktioniert, muss man sagen, und auch sehr beliebt ist bei den Besuchern. Da können die Besucher selber geschmuggelte Sachen suchen, also geschmuggelte Reptilien oder auch Teile von Reptilien suchen. Da kommen dann die Bilder durch von so Röntgenaufnahmen von diesen Geräten und die Leute müssen das dann mit dem Cursor anfahren und draufklicken und dann haben sie es gefunden und dann wird auch noch erklärt, was das ist und wie gefährdet das ist. Also es gibt da noch Infos dazu. Also das ist bei den Kindern und auch bei vielen Erwachsenen sehr, sehr beliebt. Also auch an starken Tagen ist quasi die Bank immer besetzt. Also es ist immer sehr spannend. Das ist auch eine interessante Geckoart, die eine sehr nette Geschichte hat. Die kommen auch aus den Usambara-Bergen. Die Usambara-Bergen sind ein Teil der Berge, wo auch die Chamäleons herkommen. Also das ist ein riesen Bergmassiv, was sich da durch Tansania und Kenia zieht. Und da kommen die auch her. Die leben hauptsächlich in solche Palmen drinnen, wurden früher sehr, sehr viel gefangen und eben geschmuggelt auch. Inzwischen sind sie hochgeschützt, also sind CITES-1-Tiere, die darf man eigentlich nicht mehr so leicht handeln, da braucht jeder ein eigenes Papier. Usambara-Berge kennt man vielleicht daher vom Usambara-Veilchen. Da kommen diese Usambara-Veilchen her, von den Usambara-Bergen. Daher kennt man das vielleicht, das ist recht spannend, ja. Da haben wir jetzt noch ein schönes Becken sozusagen, nach den ganzen Backstage-Becken, die eher puristisch eingerichtet sind, haben wir da jetzt einmal ein schönes Becken, ein Amazonica-Becken, also ein Crocodilurus Amazonica-Becken eigentlich mit einem Schildkrötenbesatz unten und auch den Neons, also typisch Amazonasgebiet. Die Crocodilurus Amazonica sind auch relativ selten, also wir haben das einzige Zuchtpaar in Europa, wurden auch beschlagnahmt. Nicht bei uns in Schwechat, sondern in den Niederlanden. Und von dieser Auffangstation dort haben wir sie übernommen und auch gleich gezüchtet, also hat gleich ganz gut funktioniert. Die ersten Gelege, wie es halt so oft ist, haben nicht funktioniert, aber dann sind wir drauf gekommen, wie wir es machen und wie wir die Eier auch finden. Und inzwischen haben wir auch an die 20 Nachzuchten. Und da ist jetzt ein Nachzuchtbärchen drinnen, deswegen sieht man die im Moment noch ein bisschen wenig, weil sie noch ein bisschen kleiner sind wie die adulten Tiere. Weil wir wollten halt die adulten Tiere nicht unbedingt reinsetzen, weil da hat man sie halt in diesen Becken nicht unter Kontrolle. Man findet wahrscheinlich dann die Eier nicht und das wäre einfach dann schade, wenn man nur ein Zuchtpaar hat. Deswegen haben wir da die Nachzuchten reingesetzt. Deswegen muss man ein bisschen Geduld haben, wenn man sie sehen will, aber prinzipiell ist es ja ein sehr schönes Becken und man sieht immer wieder mal die Schildkröten vorbeischwimmen und die Neons sieht man auf jeden Fall. Also, damit man ein schönes Becken hat als Abschluss sozusagen.
Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schau doch in unsere Playlist über den Tiergarten Schönbrunn in Wien.